Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über ein Thema, das jeden betrifft: Arbeit, Leben und Balance. Bevor wir anfangen, vergesst bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. So verpasst ihr keine neuen Folgen. Genau, das ist wirklich wichtig. In dieser Folge lernt ihr, wie man über Arbeit spricht, warum sie uns antreibt, aber manchmal auch zur Belastung wird. Wir reden ganz ehrlich über Stress, Motivation und darüber, was Arbeit für unser Leben bedeutet. Weißt du, für mich ist Arbeit nicht nur Geld verdienen. Natürlich brauche ich das Gehalt, um zu leben, aber wenn ich morgens aufstehe, will ich das Gefühl haben, dass meine Arbeit Sinn macht. Ich verbringe so viele Stunden im Büro, da muss ich auch Freude daran haben. Das verstehe ich gut. Ich denke oft, Arbeit ist wie ein Motor. Sie gibt uns Energie, ein Ziel und eine Struktur. Aber gleichzeitig ist sie manchmal auch eine Falle. Wenn man nur noch arbeitet, vergisst man schnell die anderen Seiten des Lebens. Und irgendwann merkt man, ich bin erschöpft, ich habe keine Kraft mehr. Genau, viele Leute sagen, ich muss immer erreichbar sein, sonst verliere ich meinen Job. Aber das ist doch verrückt. Wir leben in einer Kultur, wo man ständig beschäftigt sein muss. Wenn man nicht gestresst ist, denkt man fast, man macht etwas falsch. Ja, das kenne ich auch. Bei uns im Team sagt man oft, ich habe so viel zu tun, ich schlafe kaum. Das klingt fast wie ein Wettbewerb. Aber ehrlich gesagt, das ist keine Stärke, sondern ein Warnsignal. Man kann nicht dauerhaft ohne Pause arbeiten. Ich habe das selbst erlebt. Letztes Jahr habe ich mehrere Monate fast nur gearbeitet. Am Anfang war ich stolz, so produktiv zu sein, aber dann kam die Realität. Ich war müde, unzufrieden und sogar krank. Da habe ich verstanden, Arbeit ist wichtig, aber Gesundheit und Zufriedenheit sind noch wichtiger. Da stimme ich dir absolut zu. Es geht nicht darum, weniger zu arbeiten, sondern bewusster. Arbeit sollte uns nicht kaputt machen, sondern motivieren. Es ist wichtig, dass man erkennt, Erfolg im Job bedeutet nichts, wenn man sich selbst dabei verliert. Und deshalb müssen wir lernen, Grenzen zu setzen. Arbeit darf nicht unser ganzes Leben bestimmen. Es gibt noch Familie, Freunde, Freizeit, Dinge, die uns Freude machen. Das ist genauso wertvoll wie jede Karriere. Richtig. Und wenn wir das verstehen, können wir auch besser entscheiden. Welche Aufgaben sind wirklich wichtig? Was bringt mich weiter und was macht mich nur gestresst? Dann hat die Arbeit wieder einen gesunden Platz im Leben. Wenn man Arbeit so betrachtet, dann merkt man schnell, es gibt noch viel mehr im Leben, das unsere Energie beeinflusst. Ohne diese Dinge ist selbst der beste Job leer und kalt. Weißt du, ich habe lange gedacht, dass Arbeit das Wichtigste im Leben ist, aber irgendwann merkt man, dass man auch außerhalb der Arbeit glücklich sein muss. Wenn ich nach Hause komme, brauche ich etwas, das mir Freude macht. Ein gutes Essen kochen, spazieren gehen oder einfach mit Freunden lachen. Das stimmt absolut. Für mich ist Freizeit fast so wichtig wie Arbeit. Wenn ich Sport mache oder Zeit mit meiner Familie verbringe, fühle ich mich wieder wie ein ganzer Mensch. Ohne das würde ich schnell leer werden. Ja, genau. Viele vergessen, dass kleine Dinge großen Unterschied machen. Zum Beispiel einen Kaffee in Ruhe trinken, ein gutes Buch lesen oder einfach am Abend Musik hören. Solche Momente geben Energie zurück. Und oft denkt man, dass man keine Zeit hat. Aber in Wahrheit ist es eine Frage der Prioritäten. Ich kenne Leute, die arbeiten bis spät in die Nacht und am Ende sagen sie, ich habe kein Leben. Dabei könnte man mit ein bisschen Organisation genug Zeit für sich finden.
Da hast du recht. Ich habe mir angewöhnt, das Handy am Abend auszuschalten. Keine E-Mails, keine Anrufe. Am Anfang war es schwer, aber jetzt merke ich, wie gut das tut. Es fühlt sich an, als hätte ich mein Leben wieder zurück. Sehr gute Idee. Ich mache das manchmal am Wochenende. Dann gehe ich mit Freunden wandern oder einfach an den See. Ohne Handy, nur Natur. Danach bin ich viel entspannter und auch meine Arbeit läuft besser. Weißt du, ich glaube, Freizeit ist nicht Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Wenn man keine Pausen macht, verliert man irgendwann auch die Motivation bei der Arbeit. Menschen brauchen Abwechslung. Genau, das ist wie bei einer Batterie. Wenn man sie nie lädt, ist sie irgendwann leer. Freizeit, Familie, Freunde, das alles lädt uns auf. Das gibt uns Kraft für die nächste Woche und macht das Leben rund. Und das Beste daran ist, wenn man sich Zeit für das Leben nimmt, merkt man plötzlich, dass man zufriedener ist. Alles fühlt sich leichter an, man hat mehr Geduld und mehr Freude im Alltag. Ja, das ist wie ein Kreislauf. Wer nur arbeitet, verliert irgendwann Energie. Wer sich Zeit für das Leben nimmt, bekommt sie zurück. Und genau darum geht es. Das richtige Gleichgewicht. Weißt du, manchmal frage ich mich, ob man wirklich alles schaffen kann. Arbeit, Familie, Freunde, Hobbys, das klingt schön. Aber in der Realität ist es oft schwer. Ich glaube, man muss lernen, bewusst zu wählen. Ja, ich denke auch so. Balance bedeutet nicht, dass alles perfekt verteilt ist. Es heißt eher, dass man spürt, was man gerade braucht. An einem Tag ist Arbeit wichtiger, am nächsten Tag vielleicht die Familie. Das Gleichgewicht verändert sich ständig. Genau, und oft machen wir den Fehler, zu viel von uns selbst zu verlangen. Wir wollen erfolgreich im Job sein, gleichzeitig ein tolles Privatleben haben und dazu noch super gesund leben. Aber das ist einfach zu viel Druck. Ich habe gemerkt, dass es hilft, kleine Schritte zu machen. Zum Beispiel, statt 3 Stunden im Fitnessstudio reicht manchmal auch ein kurzer Spaziergang. Oder man nimmt sich bewusst 10 Minuten für ein Gespräch mit einem Freund. Diese kleinen Dinge haben große Wirkung. Das klingt sehr praktisch. Ich mache etwas Ähnliches mit meiner Zeitplanung. Am Abend schreibe ich auf, was wirklich wichtig ist für den nächsten Tag. Alles andere verschiebe ich. So habe ich das Gefühl, mehr Kontrolle zu haben und nicht nur gestresst zu reagieren. Sehr gute Idee. Ich finde auch, dass man lernen muss, Nein zu sagen. Viele Menschen übernehmen zu viele Aufgaben, weil sie niemanden enttäuschen wollen. Aber am Ende sind sie selbst unzufrieden. Ja, das kenne ich. Ich habe früher fast immer Ja gesagt, auch wenn ich keine Zeit hatte. Heute sage ich öfter, tut mir leid, das schaffe ich nicht. Das macht frei und die Leute verstehen es meistens. Und genau das ist für mich Balance. Grenzen setzen, Prioritäten wählen und ehrlich zu sich selbst sein. Wenn man das schafft, dann fühlt man sich stärker und klarer. Richtig, es ist kein perfekter Zustand, sondern ein ständiges Ausprobieren. Aber je bewusster man lebt, desto mehr merkt man, Balance ist nicht nur möglich, sie ist auch der Schlüssel für ein gutes Leben. Wenn ich heute auf unser Gespräch schaue, wird mir klar, Balance ist nichts, was man einmal findet und dann für immer behält. Es ist wie ein Weg, den man immer wieder neu geht. Arbeit, Leben, Freizeit, alles verändert sich und wir müssen uns auch anpassen. Ja, das sehe ich genauso. Das Wichtigste ist, nicht zu streng mit sich selbst zu sein. Manchmal klappt es besser, manchmal schlechter. Aber jeder kleine Schritt in Richtung Balance ist wertvoll. Und am Ende geht es darum, dass wir zufrieden sind. Nicht perfekt, nicht immer erfolgreich, sondern einfach im Einklang mit uns selbst. Wenn wir das schaffen, dann fühlen wir uns stark und frei. Genau.
Und das Schöne ist, jeder kann sofort anfangen. Ein bisschen mehr Zeit für sich, ein ehrliches Gespräch mit einem Freund, ein klarer Nein im richtigen Moment. All das bringt uns näher zu dem Gleichgewicht, das wir brauchen. Auch bleibt aufmerksam, hört auf euch selbst und vergesst nicht, Balance ist möglich, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Die Belastung. Die vielen Überstunden sind eine große Belastung für meinen Körper. Manchmal ist der Druck in der Arbeit eine psychische Belastung. Die Zufriedenheit. Nach dem langen Spaziergang hatte ich ein Gefühl von Zufriedenheit. Geld ist wichtig, aber echte Zufriedenheit kommt oft aus kleinen Dingen. Der Ausgleich. Sport ist für mich der perfekte Ausgleich zum Büroalltag. Ein gutes Gespräch mit Freunden bringt Ausgleich nach einer stressigen Woche. Die Erschöpfung. Nach dem Marathon war ich in totaler Erschöpfung. Ständige Arbeit ohne Pause führt schnell zu Erschöpfung. Die Gewohnheit. Jeden Morgen Kaffee zu trinken ist für mich eine feste Gewohnheit. Es dauert Zeit, eine schlechte Gewohnheit zu ändern.